Wusstest du, dass man Tomaten nicht nur einkochen, sondern auch richtig einfach fermentieren kann? So bleiben sie lebendig und super aromatisch. Als allererstes brauchen wir eine Salzlake. Dafür nimmst du heißes Wasser aus dem Wasserhahn oder aus dem Wasserkocher und pro Liter Wasser 20 bis 30 Gramm Salz. Also stellen wir eine 2 bis 3-prozentige Salzlake her. Ich nehme hierfür ganz gerne Meersalz ohne Zusätze. Das ist ganz wichtig. Kein Jod, keine Rieselhilfe. Das sollte wirklich reines Salz sein. Das Ganze verrühre ich schon mal und lasse dann diese Salzlake abkühlen, denn heiß sollte sie nicht mehr sein. Sie dürfte theoretisch lauwarm sein, aber lasst sie wirklich abkühlen und das Salz sollte sich dann auch komplett in dem Wasser aufgelöst haben. Ich stelle das dann zur Seite und dann könnt ihr es machen, wie ihr möchtet. Also ihr könnt auch etwas anderes als Tomaten nehmen, aber ich wollte mir den Sommer ein bisschen verlängern. Hab hier ein heiß ausgespültes Wegglas. Das sind so vom Volumen her 1060 Milliliter um den Dreh. Und in mein erstes Glas gebe ich Lorbeerblätter, dann noch einen Teelöffel Pfefferkörner, dazu noch einen Teelöffel Senf und, was darf bei Tomaten nicht fehlen, Basilikum. Ich habe das dann gleich genutzt und meine Sträucher ein bisschen zurückgeschnitten. Das war perfekt. Und Knoblauch darf natürlich auch nicht fehlen. Ich empfehle, die Gewürze zuerst reinzugeben und dann die Tomaten. Und bei so größeren Tomaten solltet ihr die mit einem Zahnstocher oder einem Schaschlikspieß eben einstechen. Am besten auch eben den Strunk entfernen. Der kann nämlich dafür sorgen, dass das eher anfängt zu schimmeln. Also, wenn ihr da auf Nummer sicher gehen wollt, gerne entfernen. Ihr müsst es aber nicht tun. Ich zeige euch, dass ich hier volles Risiko eingegangen bin und die dran gelassen habe. Und ich habe sowohl größere als auch kleinere genommen, die großen eingestochen. Das Einstechen dient dazu, dass die später nicht einreißen. Kann trotzdem mal passieren, aber ist da nicht so dramatisch. Das Tolle ist, dass die Kleinen so in die Zwischenräume gepasst haben. Und jetzt müsst ihr ein bisschen schauen. Also, die Salzlake sollte natürlich die Tomaten bedecken, so dass die nicht mehr rausschauen. Und ich zeige euch gleich noch mal hier jetzt was im zweiten Glas. Da habe ich die Pfefferkörner und Senfkörner weggelassen, nur ein Lorbeerblatt, dann natürlich Basilikum und auch wieder Knoblauch. Den habe ich einfach geschält. Da habe ich nichts abgeschnitten oder nichts. Da kann der Strunk dranbleiben. Und auch hier wieder die Tomaten. Die Tomaten hatte ich kurz vorher noch mal eben abgewaschen. Ihr könnt die auch, wenn die wieder angetrocknet sind, verwenden. Weil die aber sowieso in 'ne Salzlake kommen, ist das nicht so dramatisch. Und die Fermentation dauert tatsächlich nur 5 bis 7 Tage und dieses Glas lässt sich dann noch locker 2 bis 4 Wochen im Kühlschrank lagern. Also, ihr könnt es auch wunderbar vorbereiten, entweder später für Soßen, Dips oder wie ich das unter anderem mache mit 'nem Focaccia. So, hier habe ich dann wieder Salzlake aufgegossen und hier kann man schon erkennen, das klappt nicht so ganz. Und am besten ist es auch, wenn ihr das nicht so voll macht mit Tomaten wie ich, sondern weniger reingebt und dann ein Glasgewicht oder Steingewichte, was auch immer ihr da habt, nehmt und das dann beschwert, dass es unter der Lake ist und dann den Deckel drauf. Das hat bei mir nicht so gepasst. Ich habe das dann umgedreht gehabt, aber das funktionierte nicht und ich wollte eigentlich auch nicht weniger Tomaten nehmen. Ja, wie das so ist. Also habe ich mal volles Risiko gemacht und lasse das ohne Glasgewicht 7 Tage fermentieren. Und jetzt könnt ihr dir sagen: „Emma, das ist schiefgegangen.“ Aber nein, ich habe das zwischendurch immer mal wieder kontrolliert. Das Weiße, was ihr oben seht, das ist einfach Kamhefe. Das hatte ich jetzt dann wieder noch mal 'n paar Tage im Kühlschrank. Das ist fest geworden. Wichtig ist, riecht an euren Fermenten. Wenn die nicht modrig sind und da keine pelzigen, grün schwarzen Stellen sind, dann ist das gut. Dann sieht das halt nur nicht so schön aus. Kamhefe ist keine schädliche Hefe. Also, ich kenne auch keine schädliche Hefe tatsächlich, sondern es ist einfach, was bei den Fermenten passieren kann. Die Tomaten sind ein bisschen weicher, ich gieße das ab, denn die Lake könnt ihr entweder benutzen, um Dressings herzustellen zum Beispiel,
Oder, und das mache ich werde damit backen. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt und sehen wollt, was man wirklich Leckeres damit zaubern kann, dann abonniert gerne einmal kostenfrei meinen Kanal und aktiviert am besten die Glocke, damit ihr keine Videos verpasst. Und auch das ist wichtig. Das kann passieren beim Fermentieren, vor allem auch wenn ihr zum Beispiel Bohnen fermentiert. Dann kann es sein, dass der schleimig ist, dieser Sud. Nicht erschrecken. Wie gesagt, der Geruch macht viel aus. Wenn es trotzdem ganz lecker riecht nach den Zutaten, die ihr da reingemacht habt, dann braucht ihr keine Angst haben. Das ist wirklich so ein bisschen, ja, da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, wenn man selber fermentiert. Das Ergebnis spricht für sich. Super lecker und ich freue mich, wenn wir uns dann in diesen Videos wiedersehen. Ich sende euch viele liebe Grüße und freue mich schon auf euch. Eure Emma.